hold on to some of Brian's things, his wizards and wyverns. Yeah, well, I'm sure he found it riveting. God. What? Nothing, just some of Brian's stuff. Brian was a nice-looking kid. Yeah. Eine recht große Nase, aber sonst. Okay. List of supplies. Machen wir gleich. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. This boombox looks familiar. Ja. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing. Fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. Danke für den Tipp. Habe ich die ganze Zeit schon wieder vergessen, dass das geht. So, was haben wir hier? Das ist das Radio von den beiden Teens. Unten am See am ersten Tag. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. He wrote down everything he did to us, and everything he did every day. He was scared shitless. I bet. Okay, was haben wir hier noch? Tasse brauchen wir nicht. He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. He had quite the view. Und das war's? Mehr gibt's hier nicht. Okay, dann schauen wir uns mal ganz kurz an, was da so alles dabei war. Sehr, sehr viel zu lesen. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen, weil es spät nachts ist und ich jetzt ehrlich gesagt eigentlich ins Bett muss. Deshalb... Moment, wo fängt das an? Ich habe jetzt gerade echt viel aufgenommen. Bla 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 bla. Also Radiolog. Ihr könnt dann pausieren und durchlesen, wenn ihr wollt. Father's Day, Note from Ron, Note from Teens, Dear Psycho. Okay, das hatten wir schon. Dann ist das hier neu. Wie gesagt, wenn ihr etwas lesen wollt, dann pausiert einfach und lest es euch durch. Wir gehen das Ding jetzt nur einmal durch. So. 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 Und dann unsere Gespräche. Okay. Damit müssten wir hier durch sein.
wo muss ich jetzt hin? Map. Evac Point. 2 große Wege. Beide führen da oben hin. Wir sind momentan wo? Beim Bunker. Wir müssen also wieder runter. Beim Canyon lang und dann da hoch. Alles klar. Hört sich an, als würden wir uns jetzt auf eine letzte Reise begeben. Ein letztes Mal durch die komplette Map an die nördlichste Stelle, um dort zu evakuieren. Also, runter hier. Und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Jawohl. Das Ding hier konnten wir nicht nehmen, ne? Was auch immer das ist. Nee. Okay. Gibt es denn jetzt wenigstens noch Gespräche oder muss ich jetzt den ganzen Kram hier allein unterhalten? Ansonsten fange ich nämlich gleich schon mal mit dem Fazit an. Es scheint nämlich jetzt echt vorbei zu sein. Jetzt kommt schon, die lassen mich doch jetzt nicht ernsthaft durch die komplette Welt rennen, während man hier nichts sehen kann, weil ja einfach alles nur voll staubt gerade. Und gibt es dabei kein Gespräch. Das wäre schon ein bisschen hart. Okay, wir sind wieder hier, wo alles startete. Erneut an dem Punkt. An unserem ersten Tag. Dort hat Ned... Ja. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. That there wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Ach komm, so ist das nicht. Lila, I think it was an accident. And I don't think Ned meant to kill him. We don't know what happened for sure. Ned wanted his son to be able to climb and do the sorts of things he did himself, but Brian couldn't. And how'd that turn out, Henry? Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You didn't do anything wrong. Yes, I did. And now I've got to decide whether I tell people that he's down there so they can retrieve the body or not. And if I do, I'm going to be asked about Ned Goodwin. Dee? Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey. No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Okay, 1 second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. Okay. Yeah, that's a good idea. Yeah? I mean, it's dangerous here, and if anything were to happen, then that would be on me, so. Yeah, you're right. Yeah, you sure that's okay? I said it was. Alright, I should go. Have a safe flight. Alright, have a safe hike. Danke. Tatsächlich habe ich genau daran gedacht gerade. What if they don't come back? Wenn es zu gefährlich wird. Wenn sie feststellen, wegen einer Person jetzt zu riskieren, dass wir unser komplettes Rettungsteam verlieren, lassen wir es lieber. Außerdem wissen wir gar nicht, ob der überhaupt hier ankommen wird. Wenn sie bleiben würde, dann wäre das, glaube ich, was anderes. Ich glaube, Sofa Fire Lockout, da hinten. Der einzige Punkt, wo wir noch nicht waren. Bei ihrem Fire Lockout. Da ganz oben. Und genau
Genau dahin begeben wir uns jetzt. Auf eine letzte, vermutlich letzte Streiftour durch unser Gebiet, was wir als Ranger beschützen müssen, was wir von unserem Firewatch Tower aus betrachten können, betrachtet haben und zumindest einige Wochen lang auch beschützt haben, gesäubert haben, uns mit rebellischen Teenagern angelegt, einen psychisch fertigen Vater, der mehr oder weniger den Tod seines Sohnes auf dem Gewissen hat, leider, auch wenn es nicht beabsichtigt war. Wir haben einiges erlebt. Haben einiges durchgestanden. Ja, das Ding ist repariert, sehr schön. Und versuchen jetzt von hier zu entkommen. Vielleicht kommen wir nie wieder. Vielleicht nehmen wir, sobald das Feuer durch ist, unseren Platz hier wieder ein. Man weiß es nicht. Vielleicht wird es ein Firewatch 2 geben. Man weiß nur, dass dieses Spiel nur von weniger als 10 Leuten entstanden ist und dafür ist es ziemlich gut gelungen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte mal auf die Map gucken, ob ich überhaupt richtig bin. Ja, wir sind ziemlich nah. Wie gesagt, wir wissen nur, dass dieses Spiel unglaublich gut gelungen ist. Sehr atmosphärisch. Es ist jetzt nicht das Action-Spiel, es ist vielleicht auch nicht das Spiel, was zum Zuschauen so mega genial geeignet ist. Aber es ist einfach unfassbar atmosphärisch gewesen. Und wie gesagt, dafür, dass es nur von weniger als 10 Mann gemacht wurde, sehr, sehr, sehr gelungen. Die Supply Drop Station hier brauchen wir wohl auch nicht mehr. Machen wir uns auf den Weg. Sehr schön. Bestimmt total sicher. Willkommen, Watchtower. Das Zeichen von Firewatch. Ich glaube, wir sind da. Am Ziel unserer Reise. Generator, Outhouse. Einer schicken Blume. Und in der Hoffnung, dass sie noch einmal wiederkommen zum Evakuieren. Ansonsten könnte das hier doof laufen. Hello? Is anybody there? Hi. Yeah, it's me. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red? Colorado plates? Yeah. It's a piece of shit. Ja, ist es. Well, yeah. I think there might be a raccoon living in it. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another.
Okay, so that's a wash. Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you? All right, sure. Maybe... Komm schon. Maybe you could come back to Boulder with me and figure it out down there. Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. Yeah. You gotta go see her. Would you? Henry, Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. Komm Right. schon. I mean, I think you're right. Good. When I get back, maybe I could, We shouldn't focus on this summer. Next year we'll roll around, and then the year after that, and then it's just, I don't know. My Aunt Judy called it a pause in the hallway of time. Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah? Well, you should try to take her advice, too. Yeah, we'll see. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. No. Henry, you keep it for yourself, okay? Bye, Hank. Ciao. Den nehmen wir mit. Okay, sonst noch irgendwas? Schauen wir uns nochmal ganz genau um, denn ich glaube, das hier ist die letzte Szene dieses Spiels. Also. Helikopter. Willkommen. Danke für diese wunderbare Reise, für dieses wunderbare Erlebnis hier draußen. Go home. Firewatch. A video game by Campo Santo. Ich habe schon eben auf unserer letzten Reise so ein bisschen das Fazit zusammengeschlossen, deswegen werden die Credits hier wahrscheinlich auch nicht lang sein. Ein unfassbar kleines Entwicklerteam und dementsprechend wahrscheinlich auch unfassbar kurze Credits. Ich fand es ein ziemlich cooles Spiel, sehr atmosphärisch, wie gesagt, keine große Action, jetzt nicht wirklich was passiert, man konnte jetzt nicht viel machen, es war jetzt nicht das hübscheste Game und so weiter und so fort. Für Leute, die jetzt nicht so gut Englisch sprechen, wahrscheinlich auch nicht gut zum Angucken, weil halt keine deutsche Übersetzung zumindest aktuell noch nicht ist, man arbeitet ja daran. Aber im Grunde genommen, es war ein
Ich persönlich finde, es war ein ziemlich gutes Spiel. Und muss halt echt an dieser Stelle sagen, Respekt an die Entwickler und wagt euch an genau sowas nochmal, macht nochmal sowas in der Art, mit einem anderen Setting, mit einer anderen Story, mit was anderem, aber das war auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Und ja, auf jeden Fall für so einen 17-Euro-Titel auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Man hatte da seine paar Stunden Spaß dran. Und ich kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen. Ich muss jetzt auf jeden Fall ins Bett, kann ich jetzt an dieser Stelle sagen. Es ist mittlerweile kurz vor 1. Und ich muss morgen um 7 aufstehen. Das ist super, ich freue mich drauf. Aber ja, es ist wie gesagt sehr cooles Spiel. Auch es war ein bisschen mehr drin, muss ich sagen, um hier auch ein klein bisschen Kritik zu üben. Es war ein bisschen mehr drin, als im Endeffekt war. Wenn wir das da unten sind, dann gut, dass wir uns selbst nicht sehen konnten. Nein, ganz ehrlich, es hat Spaß gemacht. Man hat keine Menschen gesehen, außer den einen Typen da, den Schatten von dem und die beiden Teens. Einfach aus dem Grund, denke ich mal, weil, ja, warum wohl? Weil natürlich, ach, ich glaube, das war gar nicht das waren gar nicht wir da eben, oder? Waren wir das? Doch, das könnten wir gewesen sein. Ist egal. Was ich sagen wollte ist, natürlich, die Leute hatten, wie gesagt, wenig Budget, es waren wenig Leute, die haben sich halt auf das Design der Umgebung spezialisiert. Das war halt auch schon relativ minimalistisch gehalten und dafür halt auch ziemlich cool, weil der Stil halt ziemlich cool war, aber ich glaube, Menschen hätten die nicht so detailliert hingekriegt, deswegen hat man halt darauf verzichtet, bis auf den toten Jungen halt, wo das Gesicht halt auch verdeckt war, möglichst auf Menschen zu verzichten, möglichst auf Tiere zu verzichten, bis auf den Elch, den man dann im Intro mal gesehen hat. Einfach, um halt auch ein bisschen Ressourcen zu sparen. Und ganz ressourcenarm war das Spiel auch nicht. Auf der PlayStation 4 jetzt ab und zu mal geleckt. Auf dem PC wohl bei nicht richtig krassen PCs ebenfalls. Und das ist auch der Grund, warum es momentan noch keine Xbox One-Version davon geben wird. Selbst wenn Sony da keine Exklusivrechte momentan hätte, kann man da auch noch nicht dran arbeiten, weil man erstmal die Performance stabilisieren muss, bevor man da auch nur dran denken kann. Das war auf jeden Fall Firewatch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß daran. Und wir sehen uns in weiteren Let's Plays wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.